Der tinitische Adel kämpft noch immer darum, die Länder am Nil unter einem Herrscher zu vereinen. Man hegt die Hoffnung, dass Sie ihn bei diesem Bestreben unterstützen werden und sich darum bemühen, bei Pervadiut im feuchten Deltagebiet Unterägyptens ein blühendes Gemeinwesen aufzubauen, wodurch der Einfluss des Adels entlang des gesamten Heiligen Flusses gestärkt würde. Um mehr als nur ein kleines Dorf zu ernähren, müssen sie lernen, wie man Landwirtschaft betreibt. Ägyptische Bauern haben begonnen, den fruchtbaren Schlamm, der jedes Jahr nach der Überschwemmung des Nils zurückbleibt, zum Anbau von Pflanzen zu nutzen. Doch zahlreich sind auch die Gefahren, die am Nil lauern. An seinem Ufer und im Wasser wimmelt es von todbringenden Krokodilen, von Nilpferden und von Stechmücken, die Malaria übertragen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Pervadiut, der Nil und seine Gefahren. Diesmal sollen wir eine kleine bescheidene Stadt mit einer Bevölkerung von 600 Einwohnern errichten und 10 bescheidene Häuser entwickeln lassen. Die Besonderheit ist, dass wir nun das erste Mal im fruchtbaren Nilschlamm Landwirtschaft betreiben und ein Silo mit Feigen füllen sollen. Und wahrscheinlich werden wir unsere ersten medizinischen Einrichtungen bauen können, wenn wir schon darauf hingewiesen werden, dass am Nil Stechmücken neben die Malaria übertragen können. Gut, dann schauen wir mal in die Karte. Wir werden direkt auf die Landwirtschaft entlang des Nils hingewiesen. Hier wird alles nochmal entsprechend erklärt, dass wir Arbeitslager bauen müssen und Wege zu unseren Feldern im Schlamm. All dies und noch mehr Details findet ihr in meinem Tutorium Nahrung für Pharao. Wir gehen in den Pausenmodus und gucken uns mal die Karte an. Wir sind also jetzt hier im Delta-Bereich mit viel fruchtbaren Bereichen. Ja, und hier haben wir Nilpferde, die auch für unsere Bevölkerung und Arbeiter gefährlich werden können. Ich denke mal, dass wir hier in diesem Bereich siedeln. Da können wir sehr gut hier in diesem Bereich des fruchtbaren Nilschlamms unsere Felder errichten. Ja gut, dann würde ich sagen, bauen wir mal unsere Stadt auf. Unsere kleine Stadt habe ich jetzt mal im Grundaufbau errichtet, wieder unser Zentrum für die Dienstleistungsgebäude und am Rand jeweils die Parzellen für unsere Wohngebäude. Ich habe hier wieder Feuerwache, Architekturbüro und Polizeiposten errichtet und auch schon direkt die Zisterne. Die Geschwindigkeit kann ich jetzt wieder nach oben schrauben. Und wir warten, bis unsere neuen Siedler unsere Stadt erreichen. Wir werden jetzt relativ schnell das Arbeitslager errichten. Das bauen wir jetzt hier hin und führen den Weg jetzt hier in den fruchtbaren Nilschlamm. Und diese Ecke kann hier weg. Leider können wir noch keine Sperren bauen, sodass jetzt auch hier unsere Dienstleister entlang gehen. Daher baue ich auch noch hier zum Schutz eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Ja, und dann errichten wir direkt Feigenfarmen. Ja, und unsere Zivilisation ist noch nicht so weit, dass wir Bewässerungsgräben haben. Das heißt, wir können diese Felder hier im fruchtbaren Nilschlamm nicht bewässern und somit die Fruchtbarkeit erhöhen. Obwohl sie liegt jetzt bei 85%, das ist schon ziemlich hoch. Ja, und unsere Arbeiter sind schon auf den Feldern tätig. Sehr gut. Wir bauen mal den Dorfpalast hier hin. Ja, da stelle ich gerade fest, dass ich die Feuerwache versetzen muss. So, dann kann die hier weg. Und der Dorfpalast kommt hier hin. Sehr gut. Niedrige Löhne behindern die Einwanderung. Kann ich das nicht schon verändern? Ja,
Kann ich nicht. Da fehlt uns der Aufseher der Arbeit, um die Löhne anzupassen. Wir haben jede Menge Arbeitslose. Bauen wir auch schon direkt den Tempel für Osiris. Ein Silo. Den Bazar errichten wir auch schon direkt hier. Ja, und es bleibt uns erstmal nicht viel übrig, als zu warten, bis die erste Ernte eingefahren werden kann, obwohl das dauert nicht mehr lange. Wir haben schon Juni. Ja, und es wird geerntet und unsere erste Feigenernte wird ins Silo gebracht. Jetzt, wo wir Landwirtschaft im fruchtbaren Nilschlamm betreiben, können wir die ersten Gewerbestätten errichten. Und zwar Tongrube und Töpferwaren. Ja, und natürlich auch dann die entsprechenden Lagerhäuser dazu. Mehr zu diesem Thema findet ihr natürlich bei meinem Tutorium Produktion und Handel für Pharao. Hier können wir es sehen. Rohmaterial haben wir jetzt Ton und die Töpferei und wir können jetzt das Warenlager errichten. Das werden wir jetzt mal hier hinbauen und zwar, wie ich das schon sonst immer mache, dieses Warenlager wird jetzt nur Feigen annehmen. Wir bauen die Straße hier weiter, werden hier jetzt das Warenlager für Geschirr einstellen. Ton muss hier nicht angenommen werden. Und dann errichten wir 2 Tongruben und 4 Töpfereien. Sehr gut. Ja, und hier bauen wir auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Sehr gut. Damit sollten wir jetzt aber auch die Arbeitslosigkeit etwas weiter heruntergesetzt haben. Ja, jetzt benötigen wir Arbeitskräfte, aber die Entwicklung geht ja dann jetzt hier auch weiter. Ja, wie ich vermutet habe, können wir jetzt unsere ersten Gesundheitseinrichtungen bauen. Und zwar können wir jetzt den Arzt und die Apotheke errichten. Auch über das Thema findet ihr Informationen bei meinem Tutorium Stadtentwicklung für Pharao. Und wir haben das erste Ereignis, nämlich Malaria. Dann kann man hier immer zu dem Ereignis gehen. Ja, dann sehen wir das hier. Ja, und wir können jetzt tatsächlich Apotheke und Arztpraxis bauen. Das sollten wir definitiv machen. Und auch schon die Apotheke. Und dann können wir auch nochmal einen Schrein für Osiris bauen. Ja, und neue Bürger wandern in unsere Stadt ein. Natürlich müssen wir das Silo auch noch einstellen, weil das muss nämlich die Feigen fordern. Sonst funktioniert das System nicht mit meinem Lagerhaus und dem Silo. Mit dem Gewerbe haben wir jetzt auch den Aufseher der Arbeitskraft freigeschaltet, was sehr gut ist. Erstmal können wir die Löhne hier etwas erhöhen und wir können die Prioritäten setzen. Infrastrukturen kriegen hier 1, dann Gesundheit und Hygiene, dann die Nahrungsmittelversorgung und Gewerbe und Handel. Ja, wir haben das erste Geschirr im Warenlager. Allerdings werde ich jetzt hier im Bazar den Kauf von Geschirr erstmal nicht zulassen. Wir wollen jetzt aber etwas Warenbestand im Lager aufbauen. Nun können wir öffentliche Einrichtungen bauen, und zwar Verschönerungen, um die Attraktivität unserer Stadt zu erhöhen. Auch hier gibt es mehr Infos in meinem Tutorium Attraktivität und Unterhaltung für Pharao. Wir können Plätze, Gärten und Statuen bauen. Wir können nun Brücken und Fähren errichten. Das können wir jetzt hier sehen. Ja, und wir bauen mal direkt ein paar Gärten in unserer Stadt, um hier ein paar Verschönerungen durchzuführen.
Ja, und wir haben ganz vergessen natürlich unsere Unterhaltungseinrichtung zu bauen. Da bauen wir jetzt hier die Bühne und die Jonglierschule, die kann genau hier hin. Ja, und wir haben schon 500 Einwohner in unserer Stadt. Ja, leider ist dieses Häuschen noch nicht entwickelt, da hatten wir einfach zu wenig Nahrungsmittel. Aber das sollte jetzt eigentlich bei der nächsten Ernte kein Problem sein. So, dann bauen wir noch mal ein paar mehr Gärten. Dann können wir hier noch mal entlang der Häuser welche bauen. Ja, und wir haben immer noch hohe Arbeitslosenzahl. Ein gutes Mittel ist das Errichten von Arbeitslagern, weil diese 20 Personen benötigen. Ja, und wir können jetzt Gott sei Dank auch die Sperren errichten. Das heißt, wir könnten jetzt hier das etwas umändern. Dann bauen wir die Feuerwache hier hin. Und dann schließen wir das auch jetzt mal hier an diese Straße, bauen dann jetzt hier die Sperre hin. Ja, schließen wir das auch an und dann kommt ja auch die Sperre hin. Ja, dann können wir jetzt hier beim Bazar auch Geschirr freigeben. Ja, und diesmal haben wir eine reiche Ernte. Ja, brauchen wir noch ein paar Schreine. Dann bauen wir noch eine große Statue. Die können wir hier hinbauen. Mit der R-Taste können wir verschiedene Statuen aussuchen und diese auch entsprechend ausrichten. Was ich ganz vergessen habe, natürlich haben wir mit den Gesundheitseinrichtungen auch den Aufseher für die Gesundheit natürlich freigeschaltet. Ja, mit unserer steigenden Einwohnerzahl müssen wir noch ein paar neue Feigenfarmen errichten. Das machen wir hier. Ein Arbeitslager dafür haben wir ja schon. Und wir können hier entsprechend raus. So, dann müssen wir natürlich aber hier direkt auch eine Sperre errichten. Dann können wir das hier so bauen. Ja, ich glaube, so ist es doch besser. Und dann können wir das hier wegnehmen. Und dann können wir hier auch nochmal welche bauen. Ja, unsere Stadt hat sich super entwickelt. Allerdings gibt es, wenn wir auf dem Level schwer spielen, einen Bug. Wir sollen 10 bescheidene Häuschen entwickeln. Und zur weiteren Entwicklung benötigen unsere Bürger mehr Unterhaltung in Form eines Musikpavillons. Diesen können wir allerdings nicht bauen. Wir kommen hier aus dem Bug raus, indem wir, wenn wir jetzt hier alles soweit erreicht haben, bei den Optionen die Schwierigkeit auf einfach oder sehr einfach stellen. So, jetzt sollten wir aber die Mission bald geschafft haben. Wir haben mit diesem kleinen Trick unsere dritte Tutoriumskampagne erfolgreich abgeschlossen. Wir hätten jetzt noch die Möglichkeiten, 2 oder 5 Jahre weiter zu regieren oder in der Geschichte von Ägypten weiterzuschreiten. Das tun wir natürlich. Hervorragend. Ihre eigenen Bürger betrachten Sie bereits als Beschützer und Nachbarstädte schauen ebenfalls zu Ihnen auf, als zu jemandem, der in Notzeiten für sein Volk zu sorgen weiß. Mit dieser Kampagne beenden wir das Zeitalter der prädynastischen Zeit und werden nun ein neues Zeitalter in der Geschichte Ägyptens beginnen, nämlich die frühdynastische Zeit. Ich freue mich, wenn ihr beim neuen Zeitalter mit dabei seid.
Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.